Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin raus aus Algeciras Richtung Malaga. Das ist die Ruta 40 von Tarifa nach Malaga. Und auch Ted, der verlief eigentlich von Tarifa bis in die Nähe von San Roque nach Algeciras miteinander auf dem gleichen Track. Wobei das Kap da unten ist Militärzone, eigentlich Fahrverbot. Beide Tracks führen da durch. Das habe ich nicht gemacht. Das Fahrverbot soweit habe ich respektiert. Ich weiß nicht, das ist nicht ein Verbotsschild, heißt einfach Zona Militar, also Militärzone, Durchfahrt verboten. Jetzt bin ich unvermittelt auf dieser Piste gelandet. Keine Sau mehr hier. Gefällt mir. Das Wetter, es ist neblig bewölkt. Es ist eigentlich nicht wirklich Regen angesagt. Das sollte schön sein. Keine Ahnung, was das dann für den Nachmittag bedeutet. Richtung Malaga sollte es eigentlich wirklich schön sein. Sonnig, ohne Wolken. Naja, schauen wir mal. Der Plan ist nicht ganz nach Malaga zu fahren, sondern nach Alhora und dort mal ein bisschen Pause machen. Dann in Malaga noch neuen Hinterreifen drauf machen. Das ist der Plan für den Moment. Schauen wir mal, wie das hier so sich verhält. Ich kann nicht sagen, wie viele Prozent das sind, aber es sind viele. Ich komme mir gerade im Moment ein bisschen wie ein Scout vor. Und ein Tor geschlossen. Ja, ich bin guter Dinge. Schade, schon wieder. Okay. Sandig, sandig. Jetzt war ich ja da drüben in El Rocío, Almonte. Hätte genügend Möglichkeiten gehabt, Sand zu üben, aber mir ist einfach nicht drum. Gestern die TED-Geschichte runter nach Tarifa, was waren das, wahrscheinlich 20 Kilometer praktisch kurvenlos über so eine Piste mit doch deftigen Schlägen drin teilweise. Ich weiß nicht, ob ich mir da wieder was geholt habe im Lenkkopflager, aber das fühlt sich heute wieder ein bisschen seltsam an. Das heißt, manchmal klappert was. Ich nehme das nicht wahr von vorne, von der Front, aber ich hatte eben mal das Gefühl beim Einlenken, dass die so ein bisschen klemmt, links und rechts nach der Geradeausstellung. Ich werde das dann mal beim nächsten Mal tanken überprüfen. Das Dumme ist jetzt, mit diesen Taschen kriege ich die Maschine kaum auf einen Mittelständer, weil ich da den Hebel nicht mit dem Hebel arbeiten kann. Das ist ein bisschen doof. Brauche ich wahrscheinlich. Nehme ich mir da lieber ein bisschen Hilfe. Okay, ein kleines Verbindungsstück, so wie es ausschaut. Und das sieht jetzt eher wieder so Ruta 47 mäßig aus. Ich weiß nicht, was der Ted macht da drüben, ob der auf der Straße bleibt oder auch Offroad geht. Der verläuft 5 oder 10 Kilometer westlich. Das ist jetzt doof. Was will mir das sagen? Schade, schon wieder. Okay. So, da habe ich die Route 47 wieder gefunden, irgendwie 10 Kilometer oder so Umweg gemacht. Und jetzt habe ich da ein Tor wieder aufmachen müssen. Hinter mir ist aber auch gerade einer rangefahren mit dem Auto. Der meinte freundlicherweise, er würde jetzt da schließen.
Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Ja, also ich habe stark das Gefühl, dass hier unten in Andalusien an der Ecke zumindest vieles eingeschränkt wurde wegen Offroad-Fahren. Ich weiß auch, das werde ich heute gerade noch so am Rande passieren. Die Sierra de las Nieves heißt die, glaube ich, zwischen Malaga und Ronda. Bei Istan, da werde ich dann vorbeikommen, von da Richtung Ronda. Da war früher Ted, den mussten sie ändern, haben oder müssen das Gebiet jetzt umfahren, werde ich die nächsten Tage auch mal machen. Gestern hatten wir schon ein, zwei so Stücke gesehen, die verboten wurden. Ah, ich bin noch nicht auf Offroad-Mode. Das ist nicht so geschickt bei solchen Steigungen. Da habe ich noch die Traktionskontrolle drin. So. Eine ziemlich steile Abfahrt. Also ich habe jetzt angehalten, um die Kameras einzuschalten. Aber nicht ganz ohne. Da vorne folgt dann das zweite Stück, oder wie? Boah. Oh, ich kann nicht sagen, wie viele Prozent das sind, aber es sind viele. Aber schön ist, dass es da vorne aussieht. Ein bisschen auslaufen lassen kann, notfalls. Wenn man da zu schnell wird. Ist also heftig steil. Hoho. Das geht jetzt natürlich, aber diese eine Rampe gerade eben, boah, da kommt dann die nächste Schiss. Wie war das jetzt eben mit da kann man durchfahren? So, das geht nun auch nicht. Also, liebe Leute, Gerard von Ruta 47, das waren jetzt zwei Teile Offroad, die nicht funktioniert haben. Also die beiden einzigen Teile, plus das schöne Stressen am Kap rum, geht auch nicht. Also diese Etappe, Tarifa Malaga, ganz schlecht. So, vielleicht wird das ja doch mal noch was mit einer Offroad-Runde, die fahrbar oder nicht durch Tore abgesperrt ist. Ich bin bei einem Kloster, habe eine schöne breite Piste abgebogen, Kiespiste, oder nach dem Kloster dann. Und jetzt plötzlich wurde das ein bisschen urschiger, schmaler. Schauen wir mal. Es ist einfach ein bisschen schade. Ich mag die Tracks im Moment sicher nicht bearbeiten. Es ist super viel Aufwand und ich meinte, das wäre ja von einem Linesman gemacht. Ich komme mir gerade im Moment ein bisschen wie ein Scout vor. Aber das sieht aus, als würde man da zu den Windrädern hochkommen und dann, bekanntlich gibt es ja da oben dann Pisten. Und wenn, dann würde da nicht mehr viel fehlen. Jetzt kommen da noch zwei Serpentinen. Ja, ich bin guter Dinge.
Genau, wie gedacht. Schön, okay, mal ein Ausflug, auch wenn er nicht weit war. Mal gucken, ob es dann noch eine Aussicht gibt da vorne ums Eck. Ob wir da belohnt werden. Naja. Ja, die Leute meinten erst, da kommst du nicht durch. Und dann haben sie gemeint, ja, das ist nur ein kurzes Stück, das da ein bisschen eng wird und so. Und dann meinte der Papa, was auch immer, das macht er schon, aber nur mit dem Pickup. Oh, schließlich meinte sie, ja, und sonst kommst halt wieder zurück. Das hatte ich mich gerade eben erschrocken, das sah schon grob aus gerade. Ich traue dieser Ruta 47 in dieser Ecke nicht wirklich, also... Das ist nicht für Anfänger, meinte ich. Okay, also wenn das jetzt... Ich sag noch überhaupt nichts. Leute. Gerard, ese no se puede pasar en coches 4x4 o no sé, eso no se puede hacer, ¿eh? Mensch mit Hunden. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Uf, está muy duro, ¿eh? ¿Qué pista está haciendo usted? Yo qué sé, es que tengo un track, no sé dónde me lleva. Vale, ¿de dónde viene? ¿De abajo? ¿El sendero? Sí, soy suizo, sí. Suizo, ¿no? Pero tengo un track de Ruta 47. Ruta 47. Sí. La Ruta 47 no es campo, es carretera, ¿no? Hay dos, ¿lo conoce? Hay sí, variaciones. sí, Ah, tengo una BMW. vale. Esto es variación off-road. Vale, pero... Se va para sí. Manilva, creo, ¿no? El siguiente pueblo, Casares. Sí, voy a pasar a Casares, sí. Casares, sí. Aquí. Todo esto es pista buena, hasta Manilva. Ajá.
Ah, Manilva, aquí puedes salir si quieres a carretera. sí. Toda esta pista no la conozco. Esto es posible que sea pista buena porque hay molinos de viento. Ah, Entonces es posible sí, que sí, esté más claro. fresca. Perfecto, muchas gracias. Buen viaje. ¿Y los perros están calma? Sí, ellos tranquilos, no hay problema. Tranquila, vale. Chao. Jetzt wollte ich eigentlich nur nicht dieselbe Piste oder dachte, das wäre ein kurzes Stück, um den Pferden vorbeizukommen. Das ist aber ein anderer Track, aber genau der richtige. Renita und ein Tor geschlossen. Ah, da muss ich rechts runter. So, endgültige Zusammenführung. Und jetzt. Oh, ja, das war jetzt ein hartes Stück Arbeit. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, ob das im Sinne der Erfinder ist. Ich bezeichne mich nun nicht mehr ganz als Anfänger und fühle mich super viel sicherer. Ja, das sind jetzt auch schon wahrscheinlich 4000 Kilometer Offroad oder 5000 eher auf der Aprilia. Und da waren auch einige sehr pikante Sachen mit dabei. Ha, guck an, die Küste. Und da vorne, das könnte Casares sein. Casares. Das eine die große Stadt in der Extremadura, das andere das Pueblo Blanco, Bonito, uno de los bonitos de España, Casares. Ein berühmtes Ausflugsziel an der Costa del Sol. Kurzen Ausblick genießen. Das wäre jetzt die Piste runter nach Manilva. Ein paar hundert Meter später war dann wieder Schluss mit lustig. Zum dritten Mal an diesem Tag, wenn man das Teilstück aus Tarifa dazu nimmt, gab es gar das vierte Mal kein Weiterkommen. Die Zufahrt zum Windpark war mit einem bewachten Tor verschlossen. Sehr ärgerlich. Bin ja gespannt, wie der Weg rauskommt, weil
Was man jetzt sieht, das ist Caceres. Und das ist super steil an den Hang gebaut. Wenn die Piste dahin führt, bin ich ja mal gespannt, wie das rauskommt. Aber da ist es mal noch richtig schön. Also sind mir gerade eben 3 Autos entgegengekommen, ganz normale. Keine Ahnung, wo die herkamen, aber könnten auch von da unten gekommen sein. Das scheint eine beliebte Durchfahrtsstraße. Wenn der schon bei solch kleinen Absätzen anhält, ja, dann kann das ja nicht schlimmer kommen. Das ist schon verrückt in den Berg gebaut. Man kann auch mit dem Roller. Caceres. Caceres, wahrscheinlich. Nach einem langen Abschnitt auf Asphalt durch die übel verbaute Region um Estepona ging es kurz nach Istan wieder unbefestigt über einen kleinen Pass am Rande der Sierra de las Nieves. Leider machten die Kameras wieder mal nur teilweise mit. Ich möchte euch trotzdem ein paar Eindrücke unkommentiert weitergeben. In den nächsten Folgen werde ich dann wieder ausführlicher aus dieser Region berichten. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit dabei und freue mich über jedes Like und jedes Abo.